Das Riese und Müller Delight, hier sogar mit M-Violo und Riemenantrieb, aber hier in einer sehr konsumigen Farbe, so hat zumindest Lucien gesagt, ja, der sich ja mit Konsum unglaublich gut auskennt und so eine kleine Statistik geführt hat über die Farben, die bei Riese und Müller besonders gut laufen. Und dazu gehört auch dieses Anthrazit, oder? Hi. Nee, ich habe einfach nur auf so ein Gefühl her, die viele Leute finden diese bisschen schillernden Farben schon cool, dieses kräftige Chili Mattrot, aber im Endeffekt kaufen oft dann die Kunden doch eher dann noch das schlichtere Storm Matte Blue oder sowas, ne? Das war jetzt, ich habe jetzt noch keine Statistik gemacht, vielleicht im Winter mal, aber ja, wir haben es einmal in der Touring-Version hier links stehen, ne, mit dem Storm, also mit dem dunklen Anthrazit hier, und hier ist es mit der Enviolo, also Vario nennt sich ja das Modell dann, die Light Vario mit dem Riemen. Genau, und So, hier kann man einen Schritt zurück. Ihr seid Riese und Müller Erlebnisstore. Man muss Riese und Müller ein bisschen erklären, weil die Dinger sind nicht ganz billig. Sie haben Bauteile oft verbaut in einer ganz anderen Art und Weise. Das fängt schon beim Rahmen an. Wir haben hier ein voll gefedertes, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Das ist ein Tourenrad. Tourenrad, mit dem du ins grobe Gelände darfst. Das heißt, du kannst damit auch einen Single Trail fahren, du kannst damit alles machen. Du hast eine Produktqualität, die es erlaubt, dass du, wenn du durchs grobe Gelände fährst, auf den Gepäckträger auch Lasten drauf machst, was normalerweise gar nicht geht, weil diese Lasten nämlich nur an einem Rahmenelement halten. Ich das selber schon erlebt habe und der Rahmen fast zerstört wird, je nachdem, wie groß die Stöße sind. Genau, entweder das oder du hast halt sehr oft die Variante, dass an der Schwinge dann zwei Stangen befestigt werden, wo das Gepäck eingehängt wird und dann federt das Gepäck natürlich mit dem Rad komplett mit. Und hier haben wir halt eine sehr interessante Lösung, da bleibt der Gepäckträger starr, auch wenn das Rad halt einfedert. Ja, es ist eigentlich wie beim Auto. Es ist ich sag mal, eine Zentralfederung mit drin oder beim Motorrad. Alles, was hinten drauf sitzt, inklusive dem Gepäck und dem Fahrer, wird voll gefedert. Egal was passiert. Du hast eine ordentliche Bereifung drauf. Das ist eine echte Mountainbike-Bereifung. Ja, also das sind wir jetzt schon ein bisschen im Mountainbike-Bereich, ist der Johnny Watts verbaut von Schwalbe. Hier haben wir einen relativ breiten Mittelsteg, aber trotzdem ist er stollig genug, dass wir auch ins Gelände damit fahren können. Ja, bei Riese und Müller immer vom Feinsten. Das kann man aber auswählen. Hier die Schaltung XT jetzt drauf. klar. Also hier haben wir natürlich eine Shimano XT-Schaltung, äh, optimale Übersetzungsbandbreite, das heißt die Spreizung bei über 500%. Ja, momentan so ziemlich die beste Kettenschaltung, gerade im Touring-Bereich. Klar, es gibt noch eins drüber mit der XTR, aber von der Präzision ist das dann das Gleiche. Ja, 7.198 Euro, wenn ihr das Fahrrad haben möchtet. Aber es geht noch viel teurer, denn man kann dieses Fahrrad hier noch richtig exklusiv ausstatten. Zum Beispiel, ich weiß gar nicht, geht auch eine Rohloff hier bei dir? Ja, auch eine Rohloff funktioniert. So der Mittelweg wäre quasi dann die Enviolo-Schaltung, wie wir es hier jetzt stehen haben. Auch hier haben wir dann einen Carbonriemen verbaut. Auch hier haben wir eine sehr hochwertige Nabenschaltung, die super mit dem Motor zurechtkommt. Das ist ja der Bosch Performance CX verbaut mit 85 Newtonmeter. Also ich kann die vollen 85 Newtonmeter auch nutzen. Genau, hier wird nichts gedrosselt. Wir haben eine super Schaltung mit 380% Bandbreite, die sich auch stufenlos einstellen lässt. Bremslicht. Bremslicht haben wir auch, genau. Sag mal, eine blöde Frage. Könnte der Lucien sich, ich meine, es ist zwar nicht erlaubt, aber ist die Belastung für den Gepäckträger, hält der das aus, wenn da sicher einer draufsetzt? Das war ja früher so bei den ganz normalen Fahrrädern war das der Fall. Hast du Angst, Lucien? Dich mal ganz kurz, du sollst nicht mitfahren, dass er sich einfach mal draufsetzt. Also keine dynamische Last, sondern einfach mal eine statische Last, dass wir die mal üben. Wenn du mal kurz drauf gehst, ich weiß, man soll das ja nicht, aber dass die Leute mal sehen, das ist wirklich kein Thema. Du kannst hier auf den Gepäckträger sitzen, du wiegst jetzt knapp 70 Kilo oder wie viel. Das macht dem gar nichts. Wenn du mal gerade ein bisschen einfederst, dann sieht man das. Du hast doch keine Angst jetzt, oder? Nee, also Er ist, glaube ich, für 25 Kilo zugelassen. Oder? ja, ist jetzt nicht für mich ausgelegt, aber dass er es aushält, ich glaube, das sehen wir alle. Ist eigentlich kein Problem, wir empfehlen aber nichts. So, das ist gut. Also haltet euch bitte an die Herstellerangaben, aber das ist alles überdimensioniert, sagen wir mal ehrlich. Also wenn da bei vielen 25 Kilo draufsteht, dann ist oft auch nur 25 Kilo drin. Hier soll das Ganze ja ewig halten und ich glaube, da haben die so dieses deutsche Überdimensionierte sehr ernst genommen, oder? Ja, also kannst immer davon ausgehen, dass wir hier ja, sehr kleinliche Angaben haben, was so die Gesamtbelastung angeht. Das sind schon sehr robuste Räder und alle Bauteile, die verbaut sind, sind auch wirklich wertig. Ja, der ganze Rahmen ist nämlich verschweißt, an mehreren Punkten aufgehangen.
Also bitte nicht nachmachen. Ihr habt schon gemerkt, wie vorsichtig sie waren, weil wir oft natürlich wissen, dass Riese und Müller zuschaut. Aber diese Fahrräder sind ja auch bei Weltenbummlern unterwegs, also die wirklich viel damit fahren. Das ist jetzt die Version mit einer Batterie. Es gibt noch eine zweite Version, die heißt, glaube ich, anders. Die kann sogar 2 Batterien. Genau, da wären wir dann beim Super Delight, dass wir dann wirklich so ein bisschen, ja, das Ende der Fahnenstange schon fast, je nachdem, wie man es konfiguriert. Da hat man eben noch eine zweite Batterie im Oberrohr. Hier haben wir jetzt die, ja, ein bisschen, ja, sparsamere Variante. Auch hier ist 625 Wattstunden Akku verbaut, also auch hier haben wir richtig viel Reichweite. Aber wenn man es halt wirklich als Reiserad für ja, die längsten Abenteuer benutzt, dann ist auch ein Super Delight durchaus eine Option. Ja, die Enviolo geht stufenlos. Sie kann auch problemlos im Stand geschaltet werden. Das war gerade eben, haben wir ja ein Lastenrad gefahren mit einer XT. Da konnte man im Stand gar nichts schalten. Hier geht alles. Ja, man soll es natürlich auch nicht so wirklich machen, aber es geht. Es ist auch lautlos, stufenlos, das ist halt schon eine feine Sache und man sieht direkt vom Feedback, vom Display hier, was jetzt Sache ist. Ne? Man spürt es aber auch direkt. Das heißt, wenn ich daran Ja, drehe. klar. Wie funktioniert das ungefähr, die Schaltung? Wie muss man sich das vorstellen? Das ist ein stufenloses Planetengetriebe. Wie es von innen aussieht, kann man gerne mal googeln, ist eigentlich ganz spannend. Ich krieg's jetzt nicht aufs Reißbrett skizziert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist halt ein Sonnenrad, das dann halt die Kugeln ein bisschen zusammenzieht, je nachdem, wie ich dran ziehe. Gehen halt 2 Züge nach hinten, mit denen ich dann halt das Ganze einstelle. Deutschland, kommst du aus Deutschland eigentlich, Enviolo? Jetzt habe ich euch. Ja, sehr schön. jetzt Wir lassen das mal offen. So, Gepäckträger ist dabei. Riese und Müller ist natürlich dafür bekannt für diese Flaschenhalterungen, die da sind. Aber jetzt haben wir beides. Wir haben einen Frontgepäckträger und eine Flaschenhalterung. Das Besondere hierbei ist auch, dass der Frontgepäckträger stehen bleibt. Das Licht wiederum ist ein Kurvenlicht. Das heißt, das ist über allem, sodass du auch ordentlich ausgeleuchtet kriegst. Hat das auch Fernlichtfunktion? Das hat auch Fernlichtfunktion. Wir hätten jetzt die Möglichkeit, wenn ich sage, okay, auf den Frontgepäckträger kommt eine Last, die ein bisschen höher aufbaut, dann könnten wir die Lampe auch nach vorne setzen. Dann hätten wir allerdings, wie du schon erwähnt hast, dann das Problem, dass die Lampe dann hier starr ist. Das heißt, wenn es möglich ist, ist es natürlich praktischer am Lenker. So, das ist eine Supernova M99 Mini, die drauf ist. Mini ist schon fast eine Frechheit, denn das Ding ist so hell, dass du selbst tagsüber nicht reingucken kannst. Ja, also Mini ist mit Sicherheit ein bisschen ironisch. Gerade wenn das Fernlicht an ist, sieht man, was für massive Ausleuchtung man da hat. Und das Teil ist auch wirklich relativ breit. So, wenn du sie mal kurz ausmachst, mach mal aus, bitte. Die wird nicht zu heiß, die Lampe. Das ist oft ein Problem bei Lampen, oder? Oder dass sie bei einer Anstoß mal kaputt gehen. Ja, die kriegt schon ihre Temperatur, aber das massive Gehäuse leitet die auch ganz gut ab und auch Stürze werden gut abgefangen. Es gibt eine Sollbruchstelle bei der Halterung, das heißt, wenn es wirklich ein fieser Sturz wird, dann geht auch nicht die Lampe kaputt, sondern die Halterung, aber auch die ist schon sehr solide. Ja, richtige Achsen sind da mit drin, wie man sie kennt aus dem Mountainbike-Bereich. Das ist auch eine Mountainbike-Federung, oder? Vorne. Ja, also hier haben wir eine Luftfederung vorne wie hinten verbaut. Da sind wir schon im hochwertigen Bereich. Spricht auch super sensibel an, muss auch auf das Gewicht eingestellt werden, das sollte man vielleicht auch erwähnen. Ja, lässt sich komplett absperren. Und wenn ich ein bisschen mehr haben will, dann kann ich auch mir das Rad bei uns konfigurieren. Wir haben es auch manchmal auch da in der Version dieses Rad nur mit dem Fox-Fahrwerk. Das heißt, das kostet dann 600 € Aufpreis und dann habe ich die Gabel und den Dämpfer. Wenn man das mal im Internet recherchiert, allein eine Fox-Gabel liegt schon, wenn es eine Mazzocchi ist, bei 600, 700, 800 €. Jetzt mal ehrlich, merkt der normale Kunde das? Die ein bisschen gröber fahren, merken schon, dass die Stöße nicht so, das hier ist schon auch ziemlich gute Santur-Gabel, die federt auch schon sehr viel weg, aber die es ein bisschen feinfühliger haben wollen, noch ein bisschen mehr einstellen wollen und viele Kilometer jeden Tag Radurlaube machen, 2 Wochen, jeden Tag 100 Kilometer und die wollen einfach, dass es halt das Beste halt ist vom Besten. Dann Es gibt auch viele Leute, die wollen Fox haben, einfach weil sie Genau. Fox haben wollen, Fox Prestige, können sie ja. kriegen, aber die Santur, also ich fahre ja selber auch eine Santur, wenn du das keinem erzählst, die abdecken würdest und würdest hier, was weiß ich, 100 Leute testen, was ist jetzt die Fox und was ist die Santur, ich glaube, der Normalkunde merkt das nicht und die Fox ist auch nur dann gut, wenn sie wirklich gut abgestimmt ist. Genau. Also bei der Santur, sie ist vielleicht ein kleines bisschen verzeihender, wenn man sie nicht richtig einstellt, ist aber auch eine super gute, feinfühlige Gabel, beziehungsweise auch der Dämpfer. Bei Fox, da haben wir es halt hauptsächlich in dem Bereich, wo die Leute so ein bisschen aus der sportlichen Ecke kommen, dass die einfach sagen, okay, ich fahre. Fox-Aufkleber aufs Auto machen. Ja, genau, die halt auch sowas im Bikepark da mal fahren, die wollen dann. Hast du einen Fox-Aufkleber am Auto?
Nee, ich hatte mal einen RockShox-Aufkleber auf dem, aber was ist daran so schlimm? Ja, ich sag mal, ich kenne ja ganz viele so Pickups, die haben einen Fox, aber meistens, weil der Pickup selber ein Fox-Fahrwerk hat, ja. Das ist so. Aber wenn das Fahrwerk scheiße wäre, dann würde jetzt zum Beispiel Riese Müller es gar nicht einbauen. Also die bauen wirklich nur Top-Sachen. Ja, da kannst du von ausgehen. Also, wenn hier dann Santur verbaut ist, dann natürlich die besseren. Ja. Dies, Ja, ich muss bitte? auch nochmal sagen, Santur hat ja jetzt auch die Duroluxen 38 rausgebracht, also mit dicken Standrohren. Also die können jetzt und gehen jetzt auch in die Richtung von Enduro. Das wird jetzt nicht nur so ein RockShox und Fox-Gebiet bleiben oder Öhlins. Was ich hier auch cool finde, ist halt noch mit dem Dämpfer, den kannst du halt auch komplett noch locken. Das ist halt auch nicht eine Selbstverständlichkeit, dass der halt auch komplett starr ist. Wenn ich halt im Liegetritt den Berg hochfahre, habe ich halt ein bisschen mehr Performance und kann es dann halt nochmal komplett aufmachen. Das ist auch ganz nett. Mit einem schönen Aluminiumhebel hier, ne? Kein Kunststoff oder so, das ist schon ganz nett. Ja, ein Gates Carbonriemen. Mittlerweile habe ich den schon gesehen bei billigen Fahrrädern, Gates Carbonriemen im Einsatz, weil er eben unkaputtbar ist. Aber hier nicht nur ein Komfortelement, er wird nicht dreckig und so weiter, er hält auch ewig. Genau, da gibt es auch Unterschiede. Also da ist nicht jeder Carbonriemen ist der gleiche. Der hochwertigste ist halt der CDX, der ist auch hier verbaut. Da gibt es natürlich wesentlich günstigere Varianten, die dann halt auch bei günstigeren Fahrrädern verbaut werden. Aber hier haben wir wirklich eine Variante, die fahre ich 20.000 Kilometer ohne Probleme und muss ja, das Teil eigentlich fast nicht pflegen. Ja, das ist schon oberes Ende der Fahnenstange. Also es gibt halt auch die Riemen, die Carbonriemen von anderen Herstellern, aber so der Gates ist halt so das Original, beziehungsweise das Beste momentan auf dem Markt. Und dann gibt es dann noch so Abstufen, wie das Tobi schon gesagt hat, CTX oder so, CDN oder M. Die Rahmen auch, habt ihr jemals einen Rahmenbruch gehabt bei Riese Müller, wo jemand, klar, wenn ich jetzt absichtlich da einen LKW drüber fahren lasse? Nee, tatsächlich noch nie. Also wir hatten mal einen Unfall, wo ein Auto mit verwickelt war. Selbst da, auch wenn man dann natürlich sicherheitshalber dann durchtauschen muss, Also das Auto wurde zerstört, oder? Und der Rahmen hat es überlebt. so mehr oder weniger, ja. Also sie sind wirklich sehr robust, das kommt mit hinzu. Das Prestige ist ein Hammer. Also Leute, es hat sich so lange darum gesprochen, dass sie gute Fahrräder bauen. Du siehst, auf vielen Campingplätzen ist das so ein bisschen, ja, das Statussymbol schon fast. Also wenn man was qualitativ extrem Hochwertiges haben möchte, was ewig hält, dann kauft man halt einfach Riese und Müller. Ist das angekommen? Merkt ihr das? Ja, also Riese Müller ist absolut angekommen auf dem Markt. Es muss auch gar nicht viel erklärt werden, wenn ich jetzt mal bei vergleichbaren Komponenten vielleicht einen klein bisschen günstigeren Preis bei einer anderen Marke erreiche. Riese Müller steht halt einfach für Qualität und ja, also das fängt beim Design an, bei der Verarbeitung. Alles ist schon ein Stück massiver und ja, hört halt bei den Komponenten auf, wo halt auch immer das Beste verbaut wird und das kommt natürlich auch gut an. Ja, hier vorne, ihr habt euch den ganzen Hof vollgestellt mit dem Kram. Das ist auch wichtig, dass ihr einen Partner habt, der zuverlässig ist, der euch beliefert. Ihr habt fast jedes Riese und Müller Fahrrad zum Testen hier. Ihr seid auch Erlebniscenter von Riese und Müller. Ihr habt viel Geld investiert, das ist ein großes Risiko. Jetzt kommt kein Kunde, aber die Kunden kommen, oder? Ja, die Kunden kommen auch mittlerweile außerhalb von der Pfalz und das ist auch schon interessant. Also die wollen dann explizit zu uns dann und wollen dann einen Riesen Müller ordentlich eingestellt haben und halt auch konfiguriert. Manche Probe fahren, wo andere vielleicht nicht haben. Also dann kommt ein Kunde mal, der einen Supercharger eigentlich fahren wollte, entscheidet sich dann doch für einen Super Delight. Und ja, das haben wir dann alles auch da in den Größen und Farben. Und das ist dann halt sowas, wo man halt nicht an jeder Ecke dann halt so findet. Ne? Ist natürlich schon, wie du sagst, ein Risiko, aber das sind halt Räder, die kommen schon super gut an bei einer gewissen Klientel. Ne? Ja, gerade bei Riese und Müller, die gucken genau, wer da Vertragshändler wird. Ihr seid demnächst auch Cargo Center, das können wir mal zeigen. Auch da habt ihr mehrere Cargo-Räder mittlerweile von Riese und Müller da. Cargo Hub, genau. Ja, Cargo Hub, Hammer. Ja. Stark finde ich bei Riese und Müller, dass du ein verstecktes GPS-Modul einbauen kannst. Das ist dann entweder natürlich auch gekennzeichnet über diesen Aufkleber, der drauf ist. Ja, der mit drauf ist, aber man kann auch diesen Aufkleber abmachen und dann sieht der Dieb nicht direkt, dass ein GPS. Manche so eine Art Falle bauen oder was stellen. Keine Ahnung, wenn er irgendwie das probiert. Nee, ich finde schon, man sollte den drauf lassen. Das schreckt vielleicht noch ein paar Leute ab, ne, die dann überlegen, da dran zu gehen. Aber ja. Aber zu dem Thema Modelle noch, ne? Also natürlich gibt es hin und wieder mal, gerade so in den Lastspitzen in der Saison, Modelle, wo wir vielleicht ein, zwei spezielle große XLer oder XS-Modelle nicht haben. Aber da wir halt einer der ersten Riese Müller-Händler der ersten Stunde sind, Nummer 5 oder 6, also schon Ewig, seid ihr Riese ewig, Müller. also mehr wie 10, 15 Jahre. Und da ist halt diese Sache, dass wir halt auch an gewisse Modelle vielleicht einen Ticken schneller drankommen. Wie Ja. Und woanders. ihr habt sie vorrätig. Also ihr habt mir erzählt, da kommen Kunden aus zum Beispiel
aus Saarbrücken, kamen vorbei, haben sich auf das Fahrrad gesetzt, haben das Video gesehen, haben gesagt, will ich haben, weil da war auch nicht mehr viel zu erklären. Mach mal bitte das Display an. Lass mal sehen, die haben auch hier in dem Fall eines der besten Displays verbaut, Riesendisplay, Vollfarb. Man hat so das Gefühl, allein das Display zieht den Akku schon leer, aber das ist nicht der Fall. Das hat sogar Navi drin, oder? Genau, also hier haben wir das Neon verbaut. Das ist so ein bisschen das Hochwertigste, was momentan im E-Bike-Bereich existiert. Und ja, auch Bosch-System heißt, lässt sich auch wunderbar nachrüsten, wenn man das ja erst zu spät merkt, dass man das bessere Display haben möchte. Und das wirklich Tolle ist halt, ich kann wirklich komplett autonom navigieren mit dem GPS-Gerät, was verbaut ist. Da brauche ich kein Internet für, da brauche ich kein Handy für. Ich sehe auch Leistungsdaten, zum Beispiel, was ich selber reintrete, sehe ich auch. Genau, ich habe die Möglichkeit, mir sehr viele Bildschirme ganz individuell einzustellen. Das wollen wir mal gucken. So, das geht über das Display. Ist das Touch oder kein Touch? Das ist auch ein Touch-Display, genau. Ja, hier sind wir jetzt noch im Bosch-Parkhaus. Wir sehen brandneu alles. Genau, Das war das Navi, oder? genau, das war das Navi, war noch im Bosch-Parkhaus. Hier sehe ich jetzt zum Beispiel, wie viel Leistung gebe ich rein, wie viel Leistung gibt der Motor rein. Kann ich mir individuell halt einstellen, welche Karre was anzeigen soll. Ist halt wirklich auch ja, ein super Fitnesscomputer. Sehr schön. Dann App-Steuerung, glaube ich, geht auch bei dem Display. Über Bluetooth kann ich das koppeln, ja? Genau, also Geht. geht halt, ich kann beispielsweise die Bosch-App koppeln, wenn ich die auf dem Handy habe. Und wenn ich dann meine Strecken fahre, meine üblichen, so plane ich, also ich persönlich plane immer mit Komoot. Und sobald ich mich hier einlogge, werden dann automatisch meine Lieblingsstrecken hochgeladen. Also alles super kompatibel. Ich kann das Smartphone laden damit. Ja, wichtig ist bitte Probefahren, weil sowohl die Enviolo-Schaltung als auch Rohloff, als auch, ihr habt immer eine Rohloff da, irgendeine habt ihr immer da, dass man die mal fahren kann. Ob das jetzt hier das Delight ist, Super Delight, das spielt eigentlich keine Rolle, weil es geht ja auch, wie schaltet man. Ihr habt Automatikschaltungen dabei, Riese und Müller geht unglaublich auf Bosch, oder? Ja, ja, also was Motoren angeht, sind wir da komplett bei Bosch und sehr häufig dann auch wirklich schon beim CX. So, dann fährt mal der Lucien, denn das ist unser kleiner Testfahrer, den wir hier haben. Also nicht klein, weil du von der Körpergröße klein bist, sondern Weil ich Mountainbike-Trainer bin, ne? genau, weil du jetzt ja kein Stuntfahrer bist für James Bond, sondern Ja, das wäre auch zu auffällig. James Bond wird eher das wohl. es ist ein sehr cooles Fahrrad, wenn du ein unauffälliges Allround-Fahrrad haben möchtest, mit dem du auch mal auf einen Single-Trail fahren kannst, aber auch Radtouren machen kannst. Jetzt sind ja Radwanderfahrzeuge müssen ja extrem robust sein. Ist das hier der Fall? Würdest du damit auf eine Tour gehen? Definitiv. Also es ist wirklich die einzige Frage noch, möchtest du 2 Akkus oder einen verbaut haben, aber das ist ein absolutes Reiserad. Ein Reiserad, weil ich nur eins gelernt habe, nicht jedes Fahrrad darf sich Reiserad schimpfen. Reisefahrräder werden ja teilweise gefahren 10.000, 20.000, 30.000 Kilometer. Was wäre denn deine Empfehlung für eine Schaltung, Enviolo oder Rohloff? Was würdest du nehmen? Also ich ganz persönlich wäre bei Rohloff, weil ich dann halt auch wirklich sehr steile Berge mit rauffahren möchte. Wirklich im extremen Bereich auch und da ist die Rohloff doch am besten. Ja, und die Rohloff bitte mal googeln, Rohloff-Schaltung. Ihr habt eine Rohloff hier zum Testen mal auf irgendeinem Fahrrad? Habt ihr. Genau, momentan haben wir glaube ich das Super Delight unter anderem hier mit Rohloff, kann man testen. So, komm, ich zeig's mal von hinten. Wir sind beim Erlebnisstore Riese und Müller. Ihr habt auch Fahnen hier draußen. Ah, die sind neu, die Fahnen, oder? Die Riese und Müller? Teilweise, ja. Boah, sind die hoch. Fast 2 Stocker, 4,5 Meter. Das ist euer neuer Laden, ihr habt ein bisschen erweitert. Und hier vorne, das ist euer Stammhaus. Da stehen allein jetzt Riese und Müller, ich denke mal gut und gerne 100 Stück, oder? Habt ihr? Dürften wir haben, ja. So, und alle sind da. Wenn ihr Lust habt, kommt zu einem der größten Riese und Müller Händler Deutschlands oder Europas. So muss man das ja sagen. Verfügbarkeit ist ein großes Thema, habt ihr eben gesagt. Ihr habt euch viele auf Lager gelegt, weil wenn der Kunde dann soweit ist, dann will er oft sofort zuschlagen. Das Thema Jobbike, kommt das öfter? Ja, alles. Also wir haben ja auch alle großen Leasing-Anbieter, Business Bike, Bike Stell dich Leasing. mal da und da kannst du mich mal angucken. Ja, besser, danke, ja. Nee, wir haben alles da und es ist halt so, diese sogenannte Customer Journey, die dauert so ein bisschen, bis man sich. Die was? Customer Journey, wo man sich dann erstmal, der Kunde sich so informiert und guckt, was er macht. Aber wenn er sich entschieden hat, Die Entscheidungsphase. genau, will er es direkt haben, ne? Und manchmal sind es dann natürlich Spezialmodelle, größter Rahmen mit Rohloff und das hast du dann vielleicht noch nicht da mit HS-Version, aber wir kommen schnell da dran
oder haben es sogar auch da dann. Und dann kann es direkt der Kunde mitnehmen. Und wenn er ein paar Anbausachen macht, ja, wie gesagt, holt er sich einen Kaffee in der Stadt und in 2 Stunden kommt er zurück und dann hat er dann anstelle einem Kiosk einen Neon zum Beispiel drauf. Ja, ihr habt leider keinen Service, muss man sagen. Das heißt, der Kunde kauft das und ward nie wieder gesehen. So ist es ja, wenn er weiter, ich sag mal, von weiter weg kommt. Wie ist denn das jetzt, wenn ich jetzt einen Kunden habe, Riese und Müller, der hat das in München gekauft, zieht hierher, könnt ihr einen Service machen? Na klar, also wir haben sowieso die Werkstatt massiv ausgebaut. Ich glaube, momentan sind wir jetzt bei 5 Vollzeitkräften. Da geht es auch ohne lange Wartezeiten, auch in der Saison, dass was repariert wird. Und gerade unsere Marken ist natürlich überhaupt kein Problem. Ist krass, wie hell die ist. Jetzt ist voll Sonnenschein und du hast sogar das Bremslicht gesehen. Mehrere tausend Lumen hier an Sonnenpower hier, das ist wirklich heftig. Geht trotzdem. Ja, cooles Rad, sehr wendig. Reifengröße 27,5, was haben wir hier? Yep, genau, 27 plus Bereifung, das heißt, es sind 2 Vierer, glaube ich, dicke oder 2 Sechser sogar, ne? 2,4, ja. Ja, also es ist schon, damit kannst du ja wirklich, also kannst du alles machen. Treppen fahren, Wald. Fußgängerzone, da kann man fahren. Man darf, glaube ich, sogar hier fahren, Ich glaube, am offiziell. besten wäre es, wenn du hier hochfährst, weil das gibt Aber Fahrrad ist frei, lese ich gerade. Also werktags von 19 bis 9:30 Uhr, also darf man reinfahren. Aber ich habe gehört, Fahrradfahrer werden hier nicht abgeschossen in Kaiserslautern. Ne? Nee, das passt schon. Aber wenn man hier die Straße hochfährt, hat man sogar noch eine kleine Steigung am Ende. Gerade wegen den Motoren macht das halt schon Sinn, die mal ein bisschen mitzunehmen. konstante Steigung. Das heißt, man kann hier richtig alle Modis mal durchtesten, in Ruhe. Ist eine Spielstraße, ist eine Sackgasse. Und dann fährt man hier in Ruhe und keiner beobachtet einen, was man gerade jetzt macht. Ihr habt sogar den Betzenberg mit dabei. Ja, der ist ja Richtung Betzenberg hier. Das ist ja. Ja, ihr seid leicht zu finden. Ihr seid direkt vis-à-vis der Martinas Kochschule. Ich glaube, die ist fast noch bekannter wie ihr, ne? Ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Aber auch nicht. Also man muss schon sagen, der Konrad kennt man schon, weil wir sind halt jetzt übernächstes Jahr 30 Jahre. Und das hier ist jetzt schon 21 Jahre an dem Standort hier. Und ja. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Ende Juni produzieren wir Riese und Müller in Kaiserslautern in der Straße, was habt ihr? Glockenstraße 4. Straße 4, mitten in der Fußgängerzone oder am Rand der Fußgängerzone. Tschüss.